Heute möchte ich euch ein Aquarium vorstellen, das bei mir seit 2 Jahren steht, aber schon wesentlich älter ist und das mir mehr Ärger gemacht hat in den 2 Jahren als alle meine anderen Becken zusammen. Ähm, Das habe ich geschenkt bekommen von Freunden, die weder die Zeit noch das Interesse hatten, sich noch drum zu kümmern und die auch sehr große Probleme mit dem Becken hatten. Ja, weshalb sie es dann auch letztendlich hergegeben haben. Und ja, ich habe das damals dankend angenommen, weil ich dachte, ein Becken mehr kann nicht schaden. Aber das habe ich ein bisschen unterschätzt, was ich mir da ins Haus geholt habe. Also das Becken, das war in keinem guten Zustand. Das hatte einen kompletten Befall von, ich bin ziemlich sicher, dass es Bartalgen waren. Das sind diese 1 Zentimeter langen schwarzbraunen Algen, die sich vor allem gerne auf Pflanzenblättern und Deko festsetzen und dann ja wie so eine Kurzhaarfrisur aussehen. Können auch Pinselalgen gewesen sein. Ich habe leider nicht mal ein Foto mehr von damals. Das wäre jetzt echt schön, ne? Da euch mal vorher-nachher zeigen zu können, aber ich habe das leider nicht dokumentiert. Und außerdem war das komplette Becken inklusive Filter, also da war ein Außenfilter dran, mit Planarien befallen, richtig heftig. Ja, ich habe dann die paar Fische, die noch drin waren, in meine anderen Aquarien gesetzt. Das waren ein paar Neonsalmler, ein paar Otocinclus-Welse. Mehr war da eigentlich auch nicht mehr übrig von dem Besatz. Und dann habe ich erstmal alles leer gemacht und sauber geschrubbt, gründlich. Auch den Kies habe ich gut ausgewaschen und zum Trocknen in einen Eimer gekippt und erstmal in meine Garage gestellt. Ja, und dieser Bartalgenbefall, der hatte natürlich vor allem die Pflanzen ganz schlimm erwischt. Das waren 2 Echinodorus blairi, die also praktisch kein einziges gutes Blatt mehr hatten, sondern alle waren ja, braun, schwarz überwuchert. Und dann waren das noch ein paar Stängelpflanzen und Bodendecker, die ich meinen Freunden irgendwann mal selbst geschenkt hatte. Die habe ich weggeworfen, weil die waren rettungslos verloren und davon habe ich ja sowieso genug in meinen anderen Becken. Aber die beiden Echinodorus blairi, da hatte ich Lust mal zu probieren, ob ich die retten kann. Das hat mich einfach gereizt. Ja, ich habe dann recht schnell, nachdem ich mir das Becken mal genauer angeguckt hatte, da stand übrigens auf irgendeinem kleinen Schildchen Aquatlantis drauf. Also es ist ein Aquatlantis-Becken, aber leider nicht die genaue Typbezeichnung. Also ich weiß jetzt nicht, was das war, ob da nur der Deckel und die Beleuchtung dabei war oder das ein Komplettset war, das weiß ich leider nicht. Ja, jedenfalls habe ich mir das mal genauer angeschaut. Das ist ein 60 Liter Becken, also 60 Liter, das sind 60 mal 30 mal 35 normalerweise, ja. Und das hatte einen großen schwarzen Deckel mit so einer integrierten Leuchtstoffröhre drin. Und hinter dieser Leuchtstoffröhre war dann noch so ein Reflektorblech, das eben dafür sorgen soll, dass noch mehr Licht in das Aquarium reinfällt. Und auf dieser Leuchtstoffröhre stand drauf, dass die 15 Watt hatte. Ja, und dann habe ich auch recht schnell identifiziert, dass dieser schreckliche Algenbewuchs des ganzen Aquariums hauptsächlich darauf zurückzuführen war, dass dieses Becken eben recht stark beleuchtet wurde, aber gleichzeitig nicht gedüngt. Also das gab eben ein Nährstoffungleichgewicht oder Defizit, je nachdem, so dass die Aquarienpflanzen nicht genug vorgefunden haben, um ordentlich zu wachsen. Und sowas nutzen Algen natürlich sofort aus. Dann sind die direkt am Start und vermehren sich wie blöde und dann kann man auch machen, was man will, dann wird man die nicht mehr los. Zusätzlich war da noch dieser recht große, für meine Begriffe, Außenfilter von Oase an dem Becken. Das ist zwar der kleinste, von, ich glaube Biomaster heißen die, aber trotzdem für ein 60 Liter Becken ein ganz schöner Brocken mit, ich glaube 11 Watt Leistung und ja, da passt halt ordentlich was rein. Und
da waren eben nicht nur die Schwämme drin, sondern auch noch ein ganzer Stapel Siporax, dieses Sinterglas-Filtermaterial, so Hochleistungsfiltermedium, was natürlich dann auch nochmal richtig Nährstoffe im Filter letztendlich bindet und verbraucht, die dann eben nicht den Pflanzen zugutekommen. Natürlich kann man ein Aquarium so stark beleuchten. Also Aquascaper machen das ja, aber die kennen sich auch super gut mit Nährstoffen und Düngung aus und tüddeln damit fast täglich rum und stellen das alles super penibel ganz genauso ein, dass die Pflanzen perfekt wachsen. Und das ist natürlich nichts, was man als normaler Durchschnittsaquarianer tut, der sich einfach nur ein hübsches Becken mit ein paar Pflanzen und ein paar Fischen drin hinstellen möchte. Also da würde ich doch immer sagen, alles über 10 Watt ist komplett übertrieben für ein 60 cm Becken und absolut nicht notwendig für die üblichen Pflanzen, die man sich so in ein Aquarium reinsetzt, wenn man nicht gerade Aquascaper ist. Ja, also zusammenfassend gesagt hatte dieses Aquarium eben 3 gravierende Probleme, die gemeinsam dafür gesorgt haben, dass diese unglaublich hartnäckige Algenbewuchs nicht verschwunden ist. Das war einmal eine Überbeleuchtung mit gleichzeitiger Überfilterung und Unterversorgung mit Nährstoffen. Und also wenn diese 3 Dinge zusammenkommen, dann hat die anspruchsloseste Aquarienpflanze keine Chance gegen die Algen. Die packt das dann einfach nicht, mit dem Wachstum damit sozusagen zu konkurrieren, weil Algen eben mit viel weniger auskommen. Also sobald im Aquarium Nährstoffungleichgewicht ist, sagt die Alge Juhu, und die Wasserpflanze, die man eigentlich haben möchte, sagt auch nö, lieber nicht. Dann wachse ich halt nicht. Und ja, das wird dann auch nicht besser, wenn man an diesen 3 Faktoren nichts verändert. Ja, also habe ich 2 Dinge getan. Erstmal diese Leuchtstoffröhre komplett ausgemustert. Das Becken hier ans Südfenster gestellt, ohne weitere Beleuchtung. Also einfach nur durch Tageslicht und durch bisschen Sonne, was hier halt reinkommt, beleuchtet. Und die beiden Echinodoren in 2 Töpfe gepflanzt. Nicht mit dem alten Kies wegen den Planarien, sondern mit Filtersand, Poolfiltersand, und an die Wurzeln Düngestäbchen gesteckt. Und dann habe ich den armen beiden Echinodoren richtig viele Blätter entfernt. Also alles, was sowieso komplett schlimm aussah und furchtbar von diesen Algen überwuchert war, aber sicherheitshalber eben nicht alle Blätter. Also ich habe noch ein paar dran gelassen, damit die mir nicht komplett eingehen, weil von irgendwas muss so eine Pflanze sich ja auch ernähren, bis neue Blätter nachgewachsen sind. Mit irgendwas muss sie versuchen, Photosynthese zu betreiben. Ja, und dann habe ich die Daumen gedrückt und geguckt, ob die sich erholen. Und ohne weiteren Besatz, also ich hatte das Becken, wie gesagt, techniklos auf dem Fensterbrett stehen und habe da ein paar Posthornschnecken reingetan, damit die Scheiben ein bisschen sauber machen, aber ansonsten war da kein Besatz drin. Ja, und dann haben sich die Echinodoren langsam tatsächlich erholt. Also das war richtig schön zu sehen, wie dann da frische, grüne, kleine Blattrosetten wieder ausgetrieben sind, die nicht befallen waren mit Bartalgen. Und dann habe ich eben so nach und nach, als ich Wachstum gesehen habe und das da voranging bei denen, die ganzen alten befallenen Blätter auch noch weggenommen von den Pflanzen, um eben sicher zu gehen, dass diese Bartalgen sich doch nicht wieder auf den Rest übertragen. Und das hat auch sehr gut geklappt. Also sowohl die Bartalgen waren weg, als auch ist kein weiterer Algenwuchs aufgekommen in dem Becken, was ich ziemlich erstaunlich fand, weil das war ja letztendlich nichts anderes als ein mit Wasser befülltes leeres Becken ohne Technik mit 2 Pflanzen drin und ein bisschen Dünger. Aber hat anscheinend funktioniert. Ja, und dann dachte ich, als die Echinodoren eben wieder prächtig gewachsen sind, so jetzt kann ich das Becken ja auch wieder einrichten und bin mit mehr Anspruch
bepflanzen und auch Technik rein und so weiter. Das habe ich dann gemacht und mein großer Fehler, was ich nie wieder machen werde, war, dass ich diesen Kies wieder aus der Garage geholt habe, in dem die Pflanzen ursprünglich gewachsen sind, der da wochenlang völlig ausgetrocknet rumstand und den wieder benutzt habe für das Aquarium. Und nachdem das dann alles da hübsch war, mit einem kleinen Innenfilter, mit einer Beleuchtung, inzwischen mit ein paar Garnelen und Schnecken und diesen beiden Echinodoren, die schön angewachsen sind im Kies, sind direkt die Planarien zurückgekommen. Also da hatten Eier überdauert im Bodengrund und nur darauf gewartet, dass sie irgendwann wieder mit Wasser in Kontakt kommen. Und dann waren die direkt wieder munter unterwegs. Und ich kann euch sagen, also sowas brauche ich echt nicht in meinen Aquarien. Ich weiß, es gibt Leute, die können das tolerieren und die benutzen dann diese Planarienfallen, die habe ich mir auch besorgt, um die so ein bisschen einzudämmen. Aber ich finde das sehr unappetitlich. Ja, ich wollte die irgendwie loswerden. Dann habe ich das sehr, sehr lange mit diesen Planarienfallen probiert. Das sind diese kleinen Glasröhrchen mit den Löchern drin, wo die eben reinkriechen, wenn man dann Köder reinlegt, aber nicht mehr rauskommen und dann kann man die aus dem Aquarium holen. Und ja, damit kann man die eindämmen, aber eben nicht komplett loswerden. Die kommen immer wieder zurück, weil irgendwo sind immer ein paar Eier abgelegt oder die eine oder andere ist einfach nicht in die Falle gegangen. Jedenfalls, die sind unglaublich resistent. Ja, und dann kam als weiteres Problem dazu, dass ich anscheinend irgendwie 2 von meinen anderen Aquarien damit kontaminiert hatte. Also da waren auf einmal auch Planarien unterwegs, habe ich bemerkt bei der Filterreinigung, weil im Filter sind die besonders gerne drin. Ja, und das war der Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, bei aller Bio- und Naturgärtnerei, ich probiere ja immer erstmal alles mit Hausmitteln und mit Laub oder bei den Lebendgebärenden auch mal mit Salz, wenn irgendwelche Probleme sind. Aber das geht mir zu weit, da muss ich jetzt harte Geschütze auffahren. Und habe mir dann Panacur besorgt. Das ist ein Entwurmungsmittel für Hunde und Katzen. Das sind auch Tabletten, also eigentlich nicht so wahnsinnig gut geeignet, um ein Aquarium damit zu behandeln, aber man kann das eben zweckentfremden, wenn man es richtig macht. Und dafür habe ich eine super Anleitung gefunden auf der Internetseite von Logemanns Garnelenhaus. Also die haben das speziell mit dem Betrieb mit Zwerggarnelen sozusagen ausgerechnet, wie man das benutzen kann, ohne dass das den Zwerggarnelen schadet. Und das war mir natürlich total wichtig. Ich will jetzt nicht die Planarien bekämpfen und dabei meine ganzen Schnecken- und Zwerggarnelenpopulationen um die Ecke bringen. Also das hätte mich echt fertig gemacht. Das wollte ich nicht. Also habe ich mich genau an die Anleitung gehalten. Die kann ich euch auch gerne verlinken, weil die ist wirklich super hilfreich und die beste, die ich finden konnte. Und habe zweimal meine betroffenen Aquarien mit Panacur behandelt. Und genau nach Dosierungsanleitung eben und die Daumen gedrückt und die Luft angehalten, dass das auch wirklich klappt und niemand davon zu Schaden kommt, außer den Planarien. Und das hat wirklich richtig gut geklappt. Also da war ich sehr erleichtert, als ich mit der Behandlung durch war, als ich gesehen habe, dass die Garnelen immer noch putzmunter sind und auch die Schnecken nicht gelitten haben. Gut, ich habe jetzt auch keine besonders anspruchsvollen oder empfindlichen Schnecken. Bei mir ist in allen Aquarien sind Turmdeckelschnecken, Posthornschnecken und Blasenschnecken. Das sind so die üblichen Vertreter, die zwar auch reagieren können, wenn man das falsche Medikament ins Aquarium wirft, aber eben nicht so extrem wie teilweise andere Arten. Ja, und sobald ich das Planarienproblem los war, in dem Becken hatte ich als nächstes Problem, dass es meinen Echinodoris bleeri, die ich so liebevoll gesund gepflegt hatte, inzwischen viel zu gut ging und dass die das komplette Aquarium so schnell zugewuchert haben. Also da ist man gar nicht hinterhergekommen mit der Pflege. Das sind einfach riesige Pflanzen.
Und wenn die immer in irgendwelchen Pflanzensets für 60 Zentimeter Aquarien mit drin sind, da kann ich nur den Kopf schütteln, weil dafür sind die nicht geeignet. Also unter 100 Liter würde ich normalerweise mit so einer Echinodorus gar nicht anfangen. Also zumindest nicht mit den Sorten, die wirklich 40, 50 Zentimeter hoch werden. Ja, von daher habe ich eine davon rausgenommen, habe die in mein 126 Liter Becken gepflanzt, wo sie sich echt super prächtig entwickelt hat. Und die andere habe ich erstmal hier drin behalten. Also das sah dann so aus. Ich habe leider wirklich gar keine Filme oder Fotos aus der Zeit. Ihr müsst es euch vorstellen. Da war hier auf der linken Seite die Echinodorus. Die hat hier ungefähr bis hierhin alles eingenommen. Und dann war hier auf der rechten Seite diese rote Alternatera reinecki, die ist hier gewachsen. Und das war es auch. Mehr hat sich da nicht drin befunden in der Zeit, aber das war auch völlig ausreichend. Und passend zu der Bepflanzung hatte ich damals dann auch das hier als Weichwasserbecken gefahren, also mit Osmosewasser verschnitten, mein Leitungswasser, für meine Salmler. Das waren blaue Neons, Neonsalmler, Schmucksalmler und SP-Keilfleck-Bärblinge. Und denen gefällt so eine riesige Echinodorus total gut. Das entspricht irgendwie ihrem natürlichen Bedürfnis, ein bisschen schattiger zu leben, Deckung zu haben, sich verstecken zu können. Also das ist richtig süß und harmonisch gewesen. Die haben praktisch unter dieser Echinodorus alle miteinander gelebt und sind da nur zu Fütterungszeiten mal rausgeschwommen. Und ansonsten war hier vielleicht mal so ein einzelner Fisch im Freiwasser unterwegs, aber den Rest der Zeit haben die in ihrer Echinodorus gelebt, wie die blauen Männchen in ihrem Baum in Avatar. Daran musste ich immer denken, wenn ich ihnen zugeschaut habe. Ja, das war sehr lange, sehr harmonisch, aber eben mit sehr viel Pflegeaufwand verbunden, weil an diese Echinodorus man praktisch jede Woche ran muss und holt einen halben Eimer Blätter raus. Wenn die erstmal richtig gut wächst, dann produziert die wahnsinnig viel Blattmasse und auch echt schnell. Und damit eben noch ein bisschen Wasser übrig bleibt im Becken, muss man da immer ranbleiben, pflegemäßig. Und als ich dann vor etwas mehr als 2 Monaten mein zweites über 100 Liter Becken aufgestellt habe, das Juwel 110 Guppi-Mamas Becken, das ich schon vorgestellt habe, da habe ich gedacht, so jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss die andere Blearie auch umziehen und habe die eben in mein 110 Liter Becken gepflanzt. Und da ist die nochmal explodiert, also die hat sich so prächtig entwickelt. Ich glaube, ich werde euch hier, wenn ich das hinkriege, in das Video mal ganz kurz reinschneiden, wie die beiden Echinodoren mittlerweile in den großen Becken sich gemacht haben, weil ich kann es ja sagen, ne? Mein Gärtner hat es stolz. Ich bin echt froh, dass ich das so gut hingekriegt habe. Ja, und das habe ich dann zum Anlass genommen, dieses Becken hier nochmal kräftig umzugestalten. Der Kies ist rausgeflogen, nicht aus irgendwelchen wirklich ernsten Gründen, sondern einfach nur, weil er mich genervt hat. Weil er damals die Planarieneier hier wieder eingebracht hat und weil ich einfach grundsätzlich nicht so, auch sowohl rein optisch als auch von der Pflege her, ein großer Kies-Fan bin. Also ich finde, so ein Sandboden, der ist einfach wirklich pflegeleichter. Der ist wunderbar geeignet, gerade dieser Poolfiltersand, weil der ein bisschen gröber ist, dass die Pflanzen sich gut drin festhalten können mit ihren Wurzeln. Den kann man sehr einfach mit Düngestäbchen versorgen und sieht immer irgendwie schön sauber aus, ne? Weil da ja ordentlich auch Garnelen und Schnecken am Werk sind. Die wirbeln den ganzen Tag den Mulm auf, der da so ein bisschen auf dem Sandboden liegen bleibt, und dann kann der Filter den schön wegmachen. Und bei Kies, da wird das immer ganz schnell so schmuddelig.
sage ich mal. Und die Leute, die Kiesboden haben, habe ich auch immer das Gefühl, dass die da immer kräftig am Mulm absaugen sind, einfach weil sich da mehr drin sammelt. Und das muss ich eben mit meinen gut bepflanzten Sandbecken gar nicht machen. Ja, und dann habe ich hier ordentlich reingehauen bepflanzungsmäßig. Da haben wir einmal da hinten diese wunderschöne rote Wand, die hoffentlich noch ein bisschen höher wachsen wird in nächster Zeit. Das ist das rosa nervige Papageienblatt. Das habe ich mittlerweile in 4 Becken drin, weil man das echt super gut vermehren kann. Also ursprünglich hatte ich da halt mal ein Töpfchen davon. Und man kann das einfach regelmäßig auskneifen, den oberen Teil, und unten wieder in den Boden stecken, und dann entwickelt sich daraus eine neue Pflanze. Also vermehren ist da überhaupt kein Problem bei denen. Die wachsen in Guppy-Aquarien mit hartem Wasser, was das ja mittlerweile auch ist, etwas langsamer und auch mit etwas kleineren Blättchen. Die mögen grundsätzlich einen niedrigeren pH-Wert und ein bisschen weicheres Wasser lieber, habe ich festgestellt. Da entwickeln die schneller größere Blätter und sind auch schneller oben angekommen. Aber mir ist das eigentlich ganz recht, weil ich möchte ja nicht zu viel Pflegeaufwand haben mit meinen Pflanzen, und eine, die langsam und gemütlich wächst und die ich nicht alle 14 Tage kürzen muss, die ist mir eigentlich ganz recht. Dann habe ich hier die Cryptocoryne lutea. Das sind diese dunkelgrünen Blättchen, die hier im Vordergrund wachsen. Die vermehrt sich sehr schön im Boden über Ausläufer und bleibt recht klein. Also manchmal entwickelt die auch so etwas größere Büsche, aber ich würde mal sagen, so geschätzt über 10 cm ist die noch nie gekommen in keinem meiner Becken. Also ein ganz schöner mittelhoher Bodendecker, sehr unkompliziert, pflegeleicht. Die Cryptocorynen generell in meinen Aquarien, die bekommen keine extra Düngung. Die ziehen sich offensichtlich alles, was sie brauchen, nur aus dem Wasser. Und ja, das hier ist die Cryptocoryne venti. Das ist eine etwas größere Sorte, die auch sehr gut sich vermehrt. Die ist mittlerweile bis nach hinten durch gedrungen. Und jetzt klingelt mein Telefon. So, ich war bei der Bepflanzung. Ja, dann habe ich hier drin noch 2 Anubias Nana Petit mit Kabelbindern auf Steinen aufgebunden. Das ist diese schöne Pflanze hier und die da hinten. Die sind nicht mehr so petit, wie der Name sagt. Die muss ich mal dringend teilen. Da kann man normalerweise aus so einer sehr alten, gut gewachsenen Pflanze 3 draus machen und die wieder auf neuen Steinchen aufbinden und hat die dann auch schön vermehrt. Ja, das steht hier mal an in dem Aquarium. Da das jetzt erst knapp 2 Monate her ist, dass ich das alles neu bepflanzt habe, übrigens auch den Bodengrund ausgetauscht, hatte ich das schon gesagt? Ja, ich glaube, das hatte ich schon gesagt. Mache ich das hier ein bisschen anders als in vielen meiner anderen Aquarien. Hier wird auch wöchentlich einmal ein Volldünger auf die Wassersäule gegeben, einfach um die ganzen Pflänzchen, die hier mit anwachsen und sich etablieren beschäftigt sind, ein bisschen zu unterstützen. Und das tut natürlich auch den Anubias gut, weil die haben ja gar keine Wurzeln im Bodengrund. Die ziehen sich ja alles, was sie brauchen, nur über das Wasser, was sie an Nährstoffen brauchen. Ja, und das funktioniert hier sehr, sehr schön mit dem Becken. Von der Technik her habe ich hier einen Heizstab drin, der ist wie in allen meinen Guppy-Aquarien auf 23 Grad eingestellt. Der ist so ein bisschen unglücklich hier in der linken Ecke. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen weiter zuwuchert, damit man den nicht mehr so sieht. Ja, den konnte ich leider nicht hier hinter den schönen hohen Cryptocorynen verstecken, weil mir hier in der Steckdosenleiste einfach ein Steckplatz fehlt. Deswegen musste der in die andere Ecke, damit ich ihn weiter drüben einstöpseln kann. Dann habe ich hier einen luftbetriebenen Schwammfilter hinter der Cryptocoryne.
Da habe ich vorhin schon ein Video gedreht, wo ich das Aquarium von oben gezeigt habe, und da kann man dann auch den Schwammfilter sehr gut sehen. Das mache ich auf jeden Fall ans Ende des Videos. Und ja, hier steht die passende Luftpumpe dafür. Die versorgt bei mir 4 Aquarien, also 4 Schwammfilter in 4 Aquarien, und ist zu meiner großen Freude eine sehr, sehr schön leise Luftpumpe, weil das hier ist ein Wohnzimmer und da will ich jetzt nichts drin stehen haben, was dröhnt und blubbert, als wären wir hier ein Fischkeller oder eine Fischzuchtgarage. Also das soll alles schon ein bisschen sich anpassen hier. Und auch der Schwammfilter, da habe ich auf 2 Dinge geachtet. Erstens darauf, dass der keine von diesen Rillen hat, die man bei vielen Schwammfiltern sieht, weil da sind wahnsinnig gerne Babygarnelen drin. Und jedes Mal, wenn man den rausholt, um ihn zu reinigen, hat man dann einen Haufen winzig kleine Babygarnelen in seinem Eimer oder in seinem Spülbecken, wo auch immer man den reinigt. Und da ich das nicht übers Herz bringen kann, denen irgendwas anzutun, fische ich die dann immer mühsam alle wieder raus. Und das ist echt ein bisschen zeitaufwendig und eine Geduldsarbeit, ne? Weil die halt auch winzig klein sind. Ja, und deswegen wollte ich einen Schwammfilter haben, auf dem die sich gar nicht erst verstecken können. Und habe deswegen so eine runde Kugelform genommen, die wie gesagt eine ganz glatte Oberfläche hat, sodass beim Rausnehmen alle Garnelen schön im Aquarium bleiben. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also da bin ich mit meiner Wahl äußerst zufrieden. Und außerdem habe ich darauf geachtet, das hatte ich nämlich beim Australier gesehen, bei dem jungen Mann, der den Keeping Fish Simple Kanal aus Australien macht. Der hatte empfohlen oder hatte umgerüstet, besser gesagt, seinen Fischzuchtbetrieb auf Schwammfilter mit kleinen im Inneren eingebauten Sprudelsteinen, weil die deutlich leiser sind als die normalen Schwammfilter, sage ich mal, die keinen eingebauten Sprudelstein haben. Und das stimmt wirklich, das macht einen Unterschied. Also ich habe hier natürlich auch andere Schwammfilter noch rumliegen, habe da schon viel experimentiert und ausprobiert, und da war ich nie so wirklich zufrieden damit, weil das super krasse Geblubber mit auch den an der Wasseroberfläche platzenden Bläschen, die dann überall hinspritzen, und die Abdeckung und ne, alles so ein bisschen, naja, nervt mich. Ist einfach so. Ich möchte es schön leise und schön pflegeleicht haben. Ja, und dann habe ich mir für diese 4 Aquarien eben 4 von diesen Schwammfiltern gekauft, die schon einen kleinen Sprudelstein eingebaut haben, was keine teure Sache ist. Also das sind wirklich trotzdem super günstige. Wenn ich das richtig erinnere, in der Größe, in der ich die hier geholt habe, haben die vielleicht 5 € oder so gekostet pro Stück. Also das ist jetzt nicht so, dass man sich da in Unkosten stürzt, aber es macht total Sinn und ist gerade im Wohnbereich viel, viel angenehmer als eben so ein 0815 Durchschnittsschwammfilter. Ja, dann, ach ja, natürlich, die Beleuchtung gehört ja auch noch zur Technik dazu. Da habe ich hier auf 4 Aquarien insgesamt und auch auf diesem hier eine LED-Leuchte, die hier heißt Color Aqualighter Slim. Die hat einen Dimmer eingebaut, was ich sehr, sehr praktisch finde. Also ich habe jetzt auch für dieses Video zum Beispiel das ganz extrem runtergedimmt und auch, wie ihr sehen könnt, den Rollladen am Fenster runtergemacht, weil man sonst hier vor Überbelichtung gar nichts erkannt hätte auf dem Video. Und das ist also sehr praktisch, dass man das jeweils so einstellen kann, wie man es gerade braucht. Und grundsätzlich beleuchte ich auch kein Aquarium auf 100%, um Algenwuchs eben von vornherein zu vermeiden, sondern eher so auf 60-70%. Und ich beleuchte mit einer Mittagspause aus 2 Gründen. Erstens habe ich mittags keine Zeit, vorm Aquarium zu sitzen und reinzugucken. Und dann macht das ja auch keinen Sinn, wenn das beleuchtet ist. Man muss es ja auch an sein Leben anpassen. Und ich habe halt morgens und abends Zeit, mich um die Aquarien zu kümmern. Und außerdem ist es eben auch Algenvorbeugung, sagen viele Leute, wird heiß diskutiert. Aber ich denke schon, dass es funktioniert, mittags so eine 3-stündige Beleuchtungspause einzuhalten. Das heißt,
die übliche Beleuchtung in der dunklen Jahreszeit, also Herbst und Winter, bei meinen Fensterbank-Aquarien ist morgens von 7 bis 12 und dann nochmal von 15 bis 22 Uhr. Wenn die Tage dann länger werden und hier durch das Fenster viel mehr Tageslicht und auch manchmal Sonnenlicht reinkommt, dann gehe ich damit drastisch runter. Also wir haben das jetzt Ende Februar und ich habe die Beleuchtung jetzt schon zurückgenommen auf nur noch morgens von 7 bis 10 und dann nachmittags von 17:30 bis 22 Uhr und irgendwann im Sommer schalte ich die Beleuchtung dann ganz aus bei meinen Fensterbank-Aquarien. Dann werden die nur noch über Tageslicht und Sonne beleuchtet. Und das funktioniert hier seit Jahren wunderbar. Also ich habe hier nicht mehr Algen als in den Aquarien, die kein Tageslicht oder Sonnenlicht abbekommen. Aber ich passe eben auch gut auf. Ich habe die hier prinzipiell mit Milchglasfolie beklebt, die Rückwände oder die Rückscheiben. Das funktioniert auch in der dunklen Jahreszeit ganz wunderbar. Also da wächst keine einzige Alge auf der Rückscheibe. Und sollte es dann im Sommer mit dem Sonnenlicht doch mal ein bisschen zu viel werden, dann klemme ich da zusätzlich schwarze Matten hin, damit also wirklich die komplette Rückwand schwarz ist und da gar kein Licht mehr durchdringt. Aber die Sonne scheint im Sommer hier so schräg von oben rein, dass die Aquarien trotzdem noch genügend beleuchtet werden. Also von den Seiten und von oben fällt da noch jede Menge Licht rein. Das reicht auf jeden Fall für gutes, gesundes, ausreichendes Pflanzenwachstum. Aber da ich hier auf meinen Fensterbrettern nicht die üblichen techniklosen Schneckenpfützen haben möchte, sondern eben wirklich hübsche, gut besetzte, sehr, naja, ich sag mal ein bisschen überbesetzte, ne? Ist ja so, wenn man Guppies liebt und Zwerggarnelen. Aquarien möchte ich das eben alles nicht komplett techniklos haben. Ne? Das ist ja so ein Trend, techniklos auf dem Fensterbrett. Funktioniert ja auch wunderbar, ist ein süßes kleines Ökosystem. Aber man hat schon, also gerade bei uns im Norden, im Winter das Problem, dass die Pflanzen dann zu wenig Licht tatsächlich bekommen, selbst wenn sie am Südfenster stehen, weil die Tage eben kurz sind und die Sonne sich nicht viel blicken lässt und tief steht. Und deswegen wird im Herbst und Winter auf der Fensterbank kräftig beleuchtet, damit die Pflanzen gesund und üppig weiter wachsen können. Ja, zum Wasserwechsel und zur Filterreinigung möchte ich jetzt auch noch mal was sagen, weil ich da offensichtlich in einigen Kreisen Empörung ausgelöst habe. Nein, das stimmt gar nicht. Also ich finde ja, so eine Aquarianer-Community ist an sich sowas von tolerant. Also man liest ja immer wieder, wenn man mit Leuten sich auf YouTube oder auch sonst wo in Foren austauscht, ja, mach das mal so, wie das bei dir funktioniert. Ne? So auf die Art never change a running system. Ich mache das halt anders, aber das ist halt mein Weg. Und so sehe ich das ja auch. Ich mache das so, wie das hier bei mir funktioniert und möchte niemandem vorschreiben, was er zu tun oder zu lassen hat. Ne? Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Aber man darf eben bei diesen Diskussionen über Wasserwechselintervalle und Filterreinigungsintervalle nicht vergessen, dass jedes Aquarium individuell eingerichtet ist, besetzt ist und einen großen Außenfilter mit einem kleinen garnelensicheren Schwammfilter zu vergleichen, das ist halt einfach ein bisschen unfair, ne? Weil das logisch ist, dass man in einen großen Außenfilter nur alle paar Monate mal reingucken und den sauber machen muss. Und so ein kleiner Schwammfilter, der setzt sich halt schon mal zu innerhalb von 14 Tagen, wenn man den entsprechenden Besatz im Aquarium hat und auch gut füttert. Ne? Und das habe ich ja hier. Also ich habe praktisch in keinem Aquarium, ich würde mal sagen, weniger als 25 bis 30 Fische drin, plus Babys. Und die Zwerggarnelen, denen geht das bei mir hier auch so gut, dass die in die Hunderte gehen. Die werden ja mal angepriesen als Putztruppe im Aquarium, aber man darf das nicht außer Acht lassen, dass Zwerggarnelen auch Dreck machen. Also die natürlich, ne, haben auch biologische Prozesse, scheiden aus und wühlen auf. Und damit muss eben auch der Filter immer wieder klarkommen. Ja, und so ein
so ein eingefahrener Schwammfilter, der ist nicht mehr nicht eingefahren, nur weil man den einmal kurz rausgeholt, mal eben für ein paar Sekunden unter den Wasserhahn gehalten hat, sofern das Leitungswasser nicht geklort ist, was es ja bei mir nicht ist. Und ich glaube auch sonst in Deutschland nirgendwo, weiß ich nicht so genau, aber ich denke mal, das mit dem geklorten Leitungswasser ist eher so ein amerikanisches, australisches, englisches Problem nach allen Kanälen, die ich bisher so angeschaut habe. Ja, der ist auch noch eingefahren, nachdem man den gereinigt hat. Ne? Das ist nicht so, dass man da alle Bakterien killt, wenn man da einmal den groben Dreck rauswäscht. Also dafür muss man den wirklich schon auf der Fensterbank austrocknen lassen oder, keine Ahnung, in Chlorbleiche legen, damit da wirklich alle Bakterien gekillt werden, die sich in diesem Filter befinden und Gutes tun. Und ich sag mal, Pflanzenaquaristik ist halt eben auch nochmal was anderes, weil man möchte, dass die Nährstoffe im Aquarium sich befinden, bei den Pflanzen landen und eben nicht vom Filter komplett weggezehrt werden. Das heißt, letztendlich funktioniert das auch wunderbar in gut bepflanzten Aquarien, wenn man da nur mechanisch filtert oder vielleicht sogar nur belüftet über einen Sprudelstein oder über eine Umweltpumpe oder einen Wavemaker oder was auch immer es alles gibt. Nur für meine Zwecke mit eben den vielen Zwerggarnelen und Zwerggarnelenbabys, die sich in allen meinen Becken befinden, ist eben so ein garnelensicherer Schwammfilter die sicherste und einfachste Lösung. Nur den kann man halt nicht lange unbeachtet im Aquarium lassen. Dann ist er irgendwann zugesetzt, es bilden sich Algen und ja, das möchte ich halt hier nicht in meinen schicken Wohnzimmer-Aquarien. Und ja, mit dem Wasserwechsel ist das genau dasselbe. Ich mache den 14-tägigen Wasserwechsel nicht, weil ich das unbedingt muss, sondern weil ich es kann. Ich habe hier wunderbares Wasser, das kommt wie gesagt aus meinem eigenen Hausbrunnen, wird im Keller schon sehr, sehr gründlich von einem gigantischen Filter gereinigt und kostet mich nur ein bisschen Strom. Und den Pflanzen kommen regelmäßige Wasserwechsel sehr zugute, beobachte ich immer wieder. Also ich habe auch schon, natürlich habe ich schon Phasen gehabt, wo ich nicht 14-tägig Wasser gewechselt habe, weil es gesundheitlich mal ein paar Monate nicht gegangen ist. Das habe ich alles schon erlebt. Und da sind mir die Aquarien nicht gekippt, komplett verschlammt oder grün geworden. Das ist nicht passiert und die Nitritwerte habe ich natürlich auch immer getestet, egal wie es mir ging. Und die waren auch alle immer im grünen Bereich. Aber die Aquarien sehen nach ein paar Wochen ohne Wasserwechsel nicht mehr so aus, wie ich die gerne sehen möchte. Also ich mag es. Ich habe auch Huminstoffe über sehr viel Laub in meinen Aquarien, das ich in meinem eigenen Biogarten sammle. Da habe ich Eiche zur Verfügung, Haselnuss, Walnuss, Kirschbaum, Äpfelbäume, also andere Obstbäume. Ich habe hier in meinem Keller riesige Laubberge gelagert für die Aquarien. Und dadurch wird das Wasser natürlich immer wieder so ein bisschen leicht bräunlich, was ich auch sehr hübsch finde und für meine Salmler und Keilfleckbärblinge sogar noch ein bisschen mehr förder als in den anderen Aquarien. Aber so eine, also wenn das dann ins Gelbliche geht, die Wasserfarbe bei Aquarien, die eben länger keinen Wasserwechsel gesehen haben, dann finde ich das gar nicht mehr attraktiv. Und dann ist mir das auch egal, ob das in irgendwelchen Gewässern in der Natur so ist oder nicht so ist. Ich möchte das halt nicht so haben, wenn ich in meine Aquarien reingucke. Und nach jedem Wasserwechsel freue ich mich darüber, wie schön klar und sauber, was für einen guten Durchblick man hat und wie schön man seine Fische beobachten kann und sich an ihnen erfreuen kann. Das ist einfach meine Aquaristik und ich kann das aber total verstehen, wenn man das anders sieht, ne? Wenn man Biotop-Aquaristik betreibt oder Altwasser-Aquaristik oder Fische züchtet und es einem im Prinzip egal ist, ob die Scheiben vereigt sind und die Pflanzen ebenfalls. Aber das ist halt nicht mein Weg. Ach ja, und ich habe auch festgestellt, zum Beispiel, ich messe ja hier regelmäßig den Leitwert und den pH-Wert mit so zwei kleinen Geräten. Das, wenn man Wasserwechsel mal eine Zeit lang nicht macht, habe ich ja auch schon gemacht. Ich hatte schon Phasen, wo ich aus gesundheitlichen Gründen
wochenlang das eben nicht machen konnte, selbst wenn die Aquarien so gut eingelaufen sind, und das sind sie bei mir, und so gut bepflanzt, dass die Nitrifizierung also wunderbar auch ohne Wasserwechsel funktioniert, ist das doch so, dass konstant der pH-Wert und der Leitwert ansteigen, selbst wenn man das verdunstete Wasser mit Osmosewasser auffüllt, in dem ja in dem Sinne nichts drin ist, was den Leitwert ansteigen lassen könnte. Und das bedeutet ja für mich, dass eben Stoffwechselprozesse der Tiere, absterbende Pflanzenreste und so weiter, doch das Aquarium mit, ich sag mal, mehr anreichern, als man drinne haben möchte, wenn man eben Algenausbrüche vermeiden möchte oder sonstige Probleme, die dann auftreten können. Und ich gebe auch zu bedenken, dass diese typisch geäußerte Einstellung, ich wechsle das Wasser in meinem Aquarium, sobald es irgendwelche Probleme gibt, dann selbst wieder zu Problemen führen könnte, wenn man eben nach langer Zeit nicht gewechselt hat und dann einen großen Wasserwechsel macht, weswegen auch immer, weil der eben mal angesagt ist. Dann kann das auch sein, dass der Leitwert, der pH-Wert und auch die anderen Werte im Aquarium sich mittlerweile im Aquarium so verändert haben, dass die also sehr weit auseinander sind mit dem Wasser, das man jetzt aus der Leitung zum Wechseln benutzt, dass das die Fische auch stressen kann. Ne? So eine plötzliche Veränderung des pH-Werts allein um irgendwie mehr als, ich sag mal, 0,5. Das ist für empfindliche Fische auch nicht gut. Das müssen die auch erstmal wegstecken. Ja, von daher bin ich ein großer Fan von regelmäßigen Wasserwechseln. Und meine Messungen und Aufzeichnungen mit, wie gesagt, hauptsächlich nur noch pH-Wert und Leitwert der Aquarien, die bestätigen das auch. Also das bleibt schön konstant, immer auf demselben Niveau so in etwa, wenn man das mindestens 14-tägig macht mit dem Wasserwechsel. Das. Hier drin habe ich meine ausselektierten Guppymännchen, die aber trotzdem wunderschön sind, wie ich finde. Die sind einfach nur zu viele geworden. Die ich wirklich aus gesundheitlichen Gründen ausselektiert habe, weil die jetzt, sage ich mal, eine Rückgratverkrümmung haben. Das ist einer. Also es ist nicht so, dass das hier ständig passiert. Und noch 3 andere, die ein bisschen zu groß geraten sind für ein Guppymännchen. Da sage ich gleich noch was dazu. Die habe ich hier in mein 126 Liter Becken gesetzt, weil die den anderen Guppymännchen so an Flinkheit und Schwimmfreudigkeit unterlegen sind einfach und deswegen von denen zu sehr gestresst werden. Aber so eine Guppy-Männer-WG funktioniert richtig gut, wenn man darauf achtet, dass man Fische zusammensetzt, die von der Körpergröße, vom Temperament her, auch von der Beflossung her gut zusammenpassen und wenn es auch ein paar mehr sind. Also meiner Erfahrung nach funktioniert eine Truppe von so ab 15 Stück viel, viel besser als eine, die nur aus 5 oder 6 Guppymännchen besteht. Das ist so ein bisschen wie im Malawi-Aquarium. Da sagen die Leute auch immer leichter Überbesatz, damit sich die Aggression verteilt unter den Fischen und nicht eins zu sehr gestresst wird. Und das ist bei den Guppymännchen-WGs auch so. Leichter Überbesatz, damit sich dieses den ganzen Tag hinterher sein und feststellen wollen, wer ist der Schönste, miteinander so ein bisschen imponieren und ja, eben dieses ständige Hin- und Herjagen, damit sich das so ein bisschen auf mehrere Tiere verteilt und nicht auf 1 oder 2 arme Opfer konzentriert. Ja, und da habe ich eben im Laufe der Jahre auch festgestellt, die Züchtungen mit besonders großen Schwanzflossen, die eignen sich also weniger für so eine Männer-WG, außer man setzt sie wirklich ausschließlich mit anderen Männchen zusammen, die ebenfalls derart große Schwanzflossen haben, weil die einfach von der Schwimmfreude her, von der Wendigkeit her unterlegen sind, den kleineren Rundflossern, den Entler-Guppymännchen und so weiter und deswegen zu sehr drangsaliert werden. Und dann leiden eben im Laufe der Zeit auch die Flossen darunter. Also die können dann tatsächlich Verletzungen davontragen. Und das möchte man seinen Tieren ja nicht antun. Aber
grundsätzlich ja, werde ich hier auch noch mal ein bisschen durchsortieren, weil ich habe hier so den einen oder anderen, der sich jetzt schon wieder zu einem etwas größeren Männchen entwickelt. Ups, habe ich dich erschreckt. Und deswegen auch sehr viel von den kleineren Endlern belästigt wird, weil die eben auch so sind. Ne? Die definieren dann alles, was irgendwie größer ist als ich. Sage ich jetzt einfach mal, das ist ein Weibchen, auch wenn es nicht stimmt. Und da bin ich dann halt den ganzen Tag hinterher. Und das kann eben für die größeren Männchen auf Dauer ein bisschen zu stressig werden. Deswegen werde ich da auch nochmal einige raussortieren und in mein größeres Becken zu den anderen 4, die ich da schon drin habe und die, wie gesagt, so richtige Riesenmännchen sind. Das passiert manchmal. Das ist einfach eine Mutation. Manchmal kommt so ein Guppimännchen bei der Zucht raus, das so groß oder noch ein Tick größer wie ein Weibchen wird. Und das hat es dann ziemlich schwer mit den anderen Männchen. Ja, dann habe ich hier noch eine schöne Population Blue Jelly Garnelen drin in dem Becken, die leider, wie so viele meiner Blue Jelly Becken, auch nicht mehr ganz artrein ist, weil mir da anscheinend irgendwann mal eine Red Sakura dazwischen geraten ist, wie auch immer die das Aquarium gewechselt hat, nachts hinter meinem Rücken wahrscheinlich. Und da gebe ich mir Mühe jetzt, wenn ich welche sehe, die Rotanteil haben oder eben wie Red Rillies aussehen, rauszufischen und hier ein Aquarium weiter in mein Garnelen-Mixbecken zu setzen. Aber das funktioniert natürlich auch nicht so super gut in einem so toll bepflanzten Becken. Also eigentlich kann man Garnelenzüchtungen nur sortenrein erhalten, wenn man sie in ein kleines eigenes Becken setzt mit möglichst wenig Einrichtungen, die man eben schnell mal rausnehmen und wieder reintun kann, um eben regelmäßig zu selektieren. Das klappt also in meinen gut bepflanzten Becken nicht so wirklich. Aber egal, ich finde sie wunderschön und es fallen ja auch immer wieder genug Blue Jellies, so dass man die, wenn man sie mag, genießen kann. Dann habe ich hier drin auch noch eine sehr schöne Population Posthornschnecken. Orange Posthornschnecken, die sind den ganzen Tag mit Scheibenputzen beschäftigt und machen mir sehr viel Freude. Ich schaue denen einfach gerne zu. Und das ist hier in diesem Becken genau wie bei meiner Guppi Mamas WG. Wenn sich so viele Guppies im Wasser befinden, dann gibt es keine Schneckenexplosion, weil dann fällt gar nicht genug Futter für die Schnecken ab, um sich irgendwie unbeliebt zu machen, indem sie sich zu stark vermehren. Also gleich könnt ihr euch auf jeden Fall das Aquarium auch noch mal von oben anschauen. Das habe ich, wie gesagt, vorhin schon gedreht. Und danach gibt es dann noch mal ein paar Nahaufnahmen von meinen wunderschönen Tieren. Das könnt ihr euch dann gerne noch anschauen, wenn ihr Lust habt. Macht's gut! So, ich filme mal wieder von oben ins Aquarium rein, weil man da alles viel besser erkennen kann. Das hier ist der Aqualighter Slim. Den kann ich hier so hin und her schieben, was ganz praktisch ist. Und hier in der Ecke sitzt das rosa nervige Papageienblatt. Was, wie ich finde, man auch erst zu schätzen weiß, wenn man von oben mal drauf guckt, weil dann diese super schöne rosa Maserung auf den Blättern man jetzt hoffentlich erkennen kann, nachdem sie benannt ist. So, und hier habe ich mein Moospolster direkt über dem Schaumfilter. Das hält das Geblubber so ein bisschen von der Abdeckung weg. Das mache ich jetzt mal weg. Hier armen Garnelen. Könnt einfach mit rüber. So. Und dann zeige ich euch mal den kleinen Filter. Also das ist hier so noch ein Versuch. Die Kamera hat sich mal wieder ausgeschaltet. Also, das hier ist der Filter. Da habe ich extra diesen schönen runden genommen, der überhaupt keine Rillen hat, in denen sich irgendwelche Babygarnelen festsetzen können, wenn man den rausholt zum Reinigen. Hat einen schönen schweren Standfuß, das finde ich auch gut. Und innen drin ist dieser kleine Sprudelstein verbaut. So, setze ich den mal wieder hier in so eine Ecke.
Okay, das baue ich gleich wieder zusammen hier, aber erst zeige ich euch noch mal die Pumpe. Also die liefert Luft für 4 Aquarien und ich weiß nicht, ob man das gut hören kann, aber die brummt wirklich sehr leise vor sich hin. Finde ich absolut angenehm vom Geräusch her. Und das hier ist mein selbst gebastelter Rahmen. Den habe ich einfach aus Dachlacken zusammengeschraubt, farblich passend zum Wohnzimmer lackiert. Und hier an den Enden habe ich das so höher gesetzt und nur mit Moskitonetz gesichert, damit kein Fisch rausspringt, damit ich eben diese LED-Leisten auf das Aquarium direkt draufsetzen kann, dass da nichts im Weg ist. So, ich hoffe, man konnte das erkennen. So, jetzt habe ich die Filterecke wieder zusammengebaut und dann kommt als letztes meine Acrylscheibe wieder drauf als Abdeckung. Das ist einfach nur eine 3 mm passende Acrylabdeckung.